Servus meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti und das ist Outdoor Kitchen, mein Kochkanal. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ja, liebe Leute, heute koche ich was Vegetarisches. Ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen. Mir tun dann immer die ganzen Viehzüchter leid, die ihre Tiere umsonst züchten, wenn ich vegetarisch koche. Aber das ist eine Kombo, die passt wie die Faust aufs Auge. Und zwar mache ich heute grüne Bohnen mit Tomaten. Und wenn ich Tomaten sage, dann meine ich keine fertige Tomatensauce, sondern wirklich frische, heute geerntete Buschtomaten aus dem Garten. 1 Kilo, ich habe sehr viel davon gepflanzt und das Ganze schmort dann quasi im eigenen Saft, ohne Zugabe von Wasser. Super lecker das Ganze, das ist auch ein Gericht, das liegt bei mir Kindheitserinnerung, das hat mir meine Mama für mich gemacht, als ich klein war, wenn es grüne Bohnen und frische Tomaten im Garten gab. Ja, und wenn wir Strom zum Kochen hatten und wenn die Töpfe nicht im Leihhaus waren, was meint ihr, wie ich mich da als Kind auf grüne Bohnen mit Tomaten gefreut habe? Ja, es ist ein relativ einfaches Rezept mit spartanischen Zutaten und wie man dieses herrliche Schmorgericht zubereitet, Leute, das zeige ich euch in diesem Video, also bleibt dran. Ja, an Zutaten brauchen wir natürlich erstmal Bohnen. Ich habe hier 500 Gramm frische grüne Buschbohnen. Die werden wir erst waschen. Dann entfernt ihr hier von den Enden diese Naht von beiden Seiten. Dann wird das Ganze 15 Minuten lang in Salzwasser gekocht mit etwas Natron und in kaltem Wasser abgeschreckt. Dadurch behalten die ihre schöne grüne, leuchtend grüne Farbe. Und Bohnen müsst ihr mindestens 20 Minuten kochen. Und dann werden wir sie noch kurz vor Ende 5 Minuten lang mit der Tomatensauce garen und das Ganze wird wunderbar lecker. Apropos Tomatensauce. Ja, und dann brauchen wir noch Tomaten. Ich habe hier 1 Kilo Buschtomaten, die sind wirklich vollreif. Guckt euch das mal an, die sind schon aufgeplatzt, die habe ich heute Morgen gepflückt. Das sind Buschtomaten, das Ganze funktioniert mit Cocktailtomaten oder Datteltomaten natürlich auch ganz gut. Die haben so eine feine Schale und die lassen sich wunderbar kochen und wie gesagt, wir werden das Ganze im eigenen Saft kochen, ohne Zugabe von Wasser und was meint ihr, wie gut das schmeckt? Ja, und damit das Ganze auch schön sämig wird, noch 3 Zwiebeln, die werden wir klein würfeln, etwas Lorbeerblatt und 2 Esslöffel Tomatenmark. Ja, was wir dann noch brauchen, das sind 100 Milliliter natives Olivenöl, ungefähr eine halbe Knolle Knoblauch. Ich finde, Knoblauch musste einfach mit rein. Es gibt dem Ganzen den besonderen Kick und ich liebe Knoblauch, also nicht sparen dran. Und was ganz wichtig ist, noch Natron. Ich werde etwas Natron zum Bohnenwasser dazu geben. Ich werde die Bohnen mit etwas Natron kochen, wie gesagt, damit die ihre schöne grüne Farbe behalten. Und Natron mache ich auch mitten in die Tomatensauce rein. Das reduziert die Säure der Tomaten enorm. Ihr braucht nicht viel, ungefähr einen halben Teelöffel. Das Ganze schäumt dann schön und wie gesagt, das schmeckt dann nicht mehr so säuerlich und intensiviert den Geschmack. An Gewürzen ist nichts Spektakuläres dabei. Ich habe hier jeweils einen Esslöffel grobes Meersalz, braunen Zucker und Paprikapulver sowie Oregano, getrockneten Oregano und einen Teelöffel schwarze Pfefferkörner, die werden wir mörsern. Und was noch dazu kommt, das ist etwas frische Petersilie, die schneide ich aber erst kurz vor Schluss. Fangen wir an.
Ja, liebe Leute, das war grüne Bohnen mit Tomaten und ja, ich bin immer wieder selber erstaunt, was man eigentlich aus einfachen Zutaten für leckeres Essen zaubern kann. Das Ganze riecht unten bis zur Straße runter, obwohl da jetzt nicht mal irgendwie besondere Gewürze drin sind und ja, das Ganze schmort dann im eigenen Saft, ohne Zugabe von Wasser und klar, je weniger Wasser, desto mehr Geschmack und ich kann euch sagen, schmeckt total intensiv, nicht überwürzt. Was ich immer noch mache, ich hau da noch ein bisschen Tabasco mit dazu und mache Feta-Würfel oder Schafskäse noch mit rein und zum Ende hin und ja, super leckeres Gericht. Probiert's mal aus und ich würde mich über Kommentare freuen, über Feedback und ja, was soll ich noch sagen? Abonniert den Kanal, das macht ihr ja sowieso und bis zum nächsten Mal, euer Matti.